Wusstest du, dass viele deutsche Redewendungen benutzen, die wörtlich total absurd klingen? Ich verstehe nur Bahnhof, hat zum Beispiel nichts mit Zügen zu tun, null. Und trotzdem sagt das hier jeder, wenn er gar nichts kapiert. Ja, und viele Lernende übersetzen dann direkt ins Englische und schauen in verwirrte Gesichter. Oder sie erfinden was, wie when pigs fly auf Deutsch, wenn Schweine fliegen. Klingt witzig, aber das sagt hier halt niemand. Genau, und da fängt der Stress an. Man lernt Vokabeln, aber die Redewendungen sind so, ein anderes Biest. Heute retten wir euch davor, ins sprachliche Fettnäpfchen zu treten. So, jetzt aber, hallo und herzlich willkommen bei uns am Kaffeetisch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir reden heute über 10 deutsche Redewendungen, die auf Englisch einfach keinen Sinn ergeben, aber mega nützlich sind. Ich freue mich drauf, denn das ist so ein Turbo für Sprechen. Wenn ihr diese Ausdrücke drauf habt, klingt ihr sofort natürlicher. Also, legen wir los. Nummer 1, ich verstehe nur Bahnhof, heißt, ich kapiere gar nichts, ich bin komplett lost. Das benutzt man, wenn das Thema zu technisch ist oder jemand zu schnell redet. Und Nummer 2 passt super dazu: Tomaten auf den Augen haben. Das sagt man, wenn man etwas Überdeutliches nicht sieht. Also so nach dem Motto: Komm schon, das liegt doch direkt vor dir. Lass uns das mal kurz spielen, ja? Stell dir vor, ich frag im Supermarkt nach Milch, und sie steht direkt vor meiner Nase. Du bist der Verkäufer. Okay, ich sag dann: Die Milch ist hier direkt im Regal vor Ihnen. Und du sagst: Oh Mann, ich hab ja total Tomaten auf den Augen. Danke, und später bei der Kasse sag ich zu dir, bei diesen Preisen versteh ich nur Bahnhof, passt, oder? Voll, das klingt so, wie Leute echt reden. Nächste Redewendung, Nummer 3, die Daumen drücken. Das ist wie Fingers crossed, aber eben mit Daumen. Man sagt: Ich drück dir die Daumen für die Prüfung. Und wenn es gut läuft, kommt Nummer 4, Schwein haben, heißt schlicht, Glück haben. Klingt total seltsam, weil ein Schwein damit ja nichts zu tun hat, aber alle verstehen das sofort. Nummer 5, die Katze im Sack kaufen. Also etwas kaufen, ohne es gesehen zu haben. Meistens mit einem warnenden Ton: Kauf doch nicht die Katze im Sack. Dazu habe ich eine Story aus einem Sprachtandem. Eine Lernende wollte genau davor warnen und übersetzte das irgendwie frei ins Englische, totale Verwirrung. Wir haben alle gelacht, und sie hat's nie wieder vergessen. Ja, solche Momente sind peinlich und super lehrreich. Weiter mit Nummer 6, ins Fettnäpfchen treten. Bedeutet, jemandem aus Versehen auf die Füße treten, also etwas Peinliches sagen. Zum Beispiel den Ex-Partner loben, ohne zu wissen, dass die Trennung frisch ist. Zack, Fettnäpfchen. Nummer 7 feind ich herrlich. Es ist mir Wurst, bedeutet, es ist mir egal. Das klingt so locker, fast ein bisschen frech, aber es ist sehr alltagstauglich. Apropos alltagstauglich, Nummer 8 ist nicht alle Tassen im Schrank haben. Das sagt man, wenn jemand echt seltsame Sachen macht. Bitte vorsichtig benutzen, das ist nicht sehr höflich. Nummer 9 ist zum Mitsummen. Einen Ohrwurm haben, heißt, ein Lied steckt im Kopf fest, es läuft immer und immer wieder. Total bildhaft, oder? Und Nummer 10, sehr nützlich in stressigen Zeiten: Die Nase voll haben. Bedeutet, genug haben, fertig sein mit einem Thema. Ein Reddit-User hat erzählt, wie er das wörtlich nahm und dachte, es geht um eine volle Nase, und alle mussten lachen. Kurzer Reality-Check, bevor wir weitergehen. Achtet bitte darauf, dass ihr diese Sachen nicht wörtlich übersetzt. Wenn ihr I only understand train Station sagt, guckt euch hier jeder schief an. Lass uns noch ein kleines Mini-Rollenspiel machen.
Diesmal Büro. Du bist neu im Team, ich erkläre irgendwas zu schnell, okay? Alles klar. Du sprichst und ich merke, sorry, ich verstehe grad nur Bahnhof. Kannst du das nochmal langsam sagen? Und du antwortest. Klar, kein Stress. Ich erklär's Schritt für Schritt. Und du? Danke, ich hatte wohl Tomaten auf den Augen bei der Grafik. Zack, 2 Redewendungen elegant eingesetzt. Okay, kurzer Zwischencheck, Mini-Quiz für euch. Was heißt Schwein haben, nochmal? Genau, Glück haben. Und die Katze im Sack kaufen. Etwas blind kaufen, ohne es vorher zu prüfen. Und Daumen drücken. Jemandem Glück wünschen, Daumen drücken statt Finger kreuzen. Wenn ihr das gerade im Kopf beantworten konntet, super. Falls nicht, kein Drama, einfach weiterhören und später nochmal reinhören. Wiederholen hilft hier echt. Gehen wir tiefer rein mit ein paar Fallen, die ich oft höre. Eine sehr häufige ist der Versuch, englische Redewendungen einfach einzudeutschen. Wenn Schweine fliegen, verstehen zwar viele vom Bild her, aber es klingt hier komisch. Besser wäre, das passiert nie, oder wenn ihr's salziger wollt, am Sankt-Nimmerleinstag. Das ist sehr idiomatisch und klingt sofort deutsch. Greift also zu existierenden Bildern, nicht zu direkten Übersetzungen. Noch eine beliebte Baustelle, viele sagen, ich bin interessiert, wenn sie etwas mögen. Verständlich, aber natürlicher ist oft ich habe Interesse oder ich interessiere mich für. Klingt runder und weniger steif. Kleiner Tipp aus der Praxis. Legt euch Lieblingssätze parat, so 2, 3 pro Kategorie. Für Glück, drück mir die Daumen. Für Verwirrung, ich verstehe nur Bahnhof. Für Gleichgültigkeit, ist mir Wurst. Dann habt ihr immer was parat. Wollen wir noch ein kurzes Szenario machen, Prüfungstag? Ich bin die nervöse Kandidatin, du der Freund am Handy. Ich sag, hey, du packst das. Ich drück dir ganz fest die Daumen. Und du antwortest. Danke. Und wenn ich es bestehe, dann hatte ich echt Schwein, später rufe ich dich an, bestanden. Mann, ich hatte am Ende einen totalen Ohrwurm vom Warteraum-Song, aber egal. Sehr gut. Und jetzt ein Bürobeispiel zum Fettnäpfchen. Jemand sagt im Meeting, die Präsentation war mutig. Und alle so, manchmal ist mutig hier Code für nicht so gut. Da kann man aus Versehen ins Fettnäpfchen treten. Wenn euch sowas passiert, ruhig bleiben und freundlich klären. Oh, das war nicht so gemeint, sorry, und weiter geht's. Das gehört dazu, echt. Zurück zu es ist mir Wurst. Man kann das weich verpacken. Mir ist das ehrlich gesagt Wurst, entscheidet ihr. Klingt locker, aber nicht respektlos, wenn der Ton freundlich ist. Und bei nicht alle Tassen im Schrank haben, würd ich es nur im Spaß mit Freunden sagen, oder wenn ihr über eine fiktive Figur redet. Sonst kann's unnötig verletzend sein. Humor ja, beleidigen nein. Die Nase voll haben ist wiederum super alltagstauglich. Ich hab die Nase voll von Baustellenlärm. Alle verstehen sofort, genug, Ende aus. Man kann es auch abschwächen. Ich bin langsam durch mit dem Thema. Ich hab noch eine Mini-Story aus einem Streitgespräch. Jemand sagte wörtlich, I have the nose full, und die Runde war kurz völlig raus. Danach haben wir es erklärt und es war sogar ein ganz netter Lerneffekt. Wie lernt man das Ganze jetzt schnell? Ehrlich. Redewendungen früh lernen, nicht erst am Ende. Einige fortgeschrittene Lernende meinten sogar, das hätte ihnen Monate an peinlichem Schweigen erspart. Total, und nutzt Medien mit viel Alltagssprache. Serien, Comedy, Songtexte, überall verstecken sich diese Bilder. Wenn ihr sie in Kontext hört, bleiben sie einfach besser hängen.
Ein Hack: Baut euch kleine Themensammlungen. Zum Beispiel Gefühle mit Nase voll haben, Wurst sein, Fettnäpfchen. Oder Verstehen mit nur Bahnhof, Tomaten auf den Augen. So learnt your Gehirn in Pakistan. Und sprecht sie laut nach, ruhig mehrmals. Am besten markiert ihr euch typische Situationen: Supermarkt, Büro, Prüfung, Party. Je konkreter der Anlass, desto leichter springt die Redewendung im Kopf an. Noch ein Feinschliff: Achtet auf Tonfall. Ist mir Wurst kann je nach Stimme cool klingen oder super patzig. Ein kleines Lächeln rettet viel. Und denkt daran, dass Bildsprache Kultur ist. Manchmal fragt euch jemand, hey, warum Schwein? Dann könnt ihr einfach lachen und sagen, gute Frage, ist halt so, das entspannt die Situation. Kurz vor Schluss würde ich die 10 heute Gelernten noch einmal in Sätzen unterbringen. Ich verstehe nur Bahnhof nach einer komplizierten Erklärung. Ich hab Tomaten auf den Augen, wenn man etwas Offensichtliches übersieht. Drück mir die Daumen vor einem Termin. Ich hatte Schwein nach einem Glücksmoment. Kauf nicht die Katze im Sack, wenn du jemanden warnst. Ich will nicht ins Fettnäpfchen treten, wenn du vorsichtig sein willst. Ist mir Wurst, wenn's dir egal ist. Der hat nicht alle Tassen im Schrank. Bitte nur scherzhaft. Ich hab seit gestern einen Ohrwurm. Und ich hab echt die Nase voll, wenn Schluss sein soll. Jetzt seid ihr dran. Welche dieser Redewendungen habt ihr schon mal benutzt oder falsch verstanden? Schreibt uns gern euer peinlichstes oder lustigstes Idiomerlebnis. Und habt ihr noch ein deutsches Bild, das euch immer wieder begegnet? Wenn euch die Folge geholfen hat, lasst gern ein Like da und abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr keine neuen Sprachhappen. Und teilt die Folge mit der Person, die immer noch nur Bahnhof versteht. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Bleibt dran, am Ball bleiben lohnt sich, das ist übrigens auch eine Redewendung. Bis zum nächsten Mal und einen entspannten Feierabend, wenn's bei euch soweit ist.